Wir sind bei Kaabe in Grave und das Besondere hierbei ist, dass wir natürlich im Jahr 2022 filmen und die neuesten Modelle zeigen, die jetzt angekommen sind. Es gibt immer wieder kleine Veränderungen. Unter anderem habe ich erfahren, dass Kaabe nur noch auf Mercedes-Benz bauen wird im Jahr 2023. Das stimmt, ja. Das stimmt, ja, denn nebenan habe ich einen absoluten Fachmann. Stell dich mal kurz vor, du bist der? Peter Vlaanderen von Kaabe. Ja, Peter. Das ist wirklich ein Crown, das heißt also etwas Royal-mäßiges. Ja, natürlich mit höherer Ausstattung und voll integriertes Modell. Und dieser Grundriss hat 2 Einzelbetten und Garage. Ja, es ist ein Fahrzeug, das nicht ganz billig ist. Wenn wir gleich ans Preisschild gehen, wir sind in den Niederlanden, da gibt es noch eine Luxussteuer. Das heißt also, wenn man das Ganze in Deutschland betrachtet, da ist es noch mal ein gutes Stück billiger. Ja. Trotzdem, die Leute sind total begeistert von Kaabe. Was macht diesen Erfolg von Kaabe aus? Wir sind bei Kaabe im Premium-Segment und wir bauen unsere Fahrzeuge, nicht nur Reisemobile, aber auch Wohnwagen, um Komfort zu haben für das ganze Jahr, bei aller Temperaturen. Der Partner Mercedes-Benz ist gut für euch? Sehr gut. Wir sehen mit den Verkaufszahlen, dass es wirklich hochgegangen ist, seitdem wir Mercedes haben. Früher war alles auf Fiat. Auch ein ganz gutes Fahrzeug, aber mit dieser Preisklasse erwartet der Kunde doch auch diese Stern vorne und das hat uns viel gebracht. Ja, der Stern alleine macht es ja nicht. Ich sage mal auch Mercedes-Benz, viele ziehen nach. Das Basisfahrzeug selber recht sparsam, muss man sagen. Man kann ihn ganz unterschiedlich fahren. Das heißt, also man fährt ihn, ich sag mal, mit 15 Litern, wenn man Vollgas gibt. Ja. Man kann ihn aber auch fahren mit zwischen 8 und 10 Liter, wenn man sehr, sehr sparsam fährt. Das ist vielleicht auch ein wichtiges Argument, oder? Ganz genau. Und unsere Kunden sind in Urlaub. Also wir brauchen keinen Stress zu haben, um schnell auf unseren Ort anzukommen. Also sparsam kann man relativ gut fahren mit dem Mercedes. Ja, das Ganze ist basiert auf einem Doppelbodenkonzept. Die Fahrzeuge sind eigentlich entwickelt für nordische Länder, aber funktionieren ganz hervorragend auch in heißen Ländern. Ja. Denn das, was isoliert, das, ich sag mal, isoliert ist ja falsch, was dämmt, sage ich jetzt mal, gut dämmt, das funktioniert im Kalten und im Heißen. Ja, wir haben das Reisemobile gebaut für extreme Temperaturen, aber wir haben auch die Kunden, die keinen Schnee oder Eis lieben. Und die Vorteile im Winter hat man natürlich auch im Sommer. Und darum sagen wir, es ist ein Fahrzeug für das ganze Jahr in aller Temperaturen. Der Werterhalt von Kaabe, gibt es gebraucht im Moment viele? Naja, weil wir mehr und mehr verkaufen. Die letzten Jahre gibt es auch ein bisschen mehr Gebrauchtfahrzeuge, nicht so viele. Aber der Wert bleibt bestimmt auch in dieser Zeit immer noch hoch. Hier sieht man 214.284, da ist aber diese Luxussteuer drauf, die es in den Niederlanden gibt. Ja. Gibt es, glaube ich, auch in Österreich ab einer gewissen CO2-Klasse. Das merkt ihr ja schon? Ja, das merken wir. Und du siehst hier auch ganz genau, in Holland kostet dieses Reisemobil 214.000 €, in Deutschland fast 198.000. Also das macht einen großen Unterschied. So, klär mich mal auf. Crown E. E heißt integriert? Voll integriert, ja. 760 ist die Länge? Ist ungefähr die Aufbaulänge. Und LGB? L ist L-Küche, G ist von Garage und B die 2 Einzelbetten. Ihr habt das Design verändert im Jahr 2021, glaube ich, das Frontdesign. Ihr habt ein ganz neues Frontdesign rausgebracht. Ja, weil seitdem wir Mercedes haben, müssten wir natürlich auch das Front komplett ändern und das haben wir selbst entwickelt. Und ja, das ist komplett neues Außendesign. Wir werden das nicht natürlich jedes Jahr ändern. Wir wollen auch nicht, wenn man so viel Geld ausgibt, dass der Kunde nächstes Jahr erleben, dass es schon ein altes Modell ist. Also wir haben Neuheiten, aber keine großen Änderungen. Was ganz wichtig ist, denn der Integrierte, der Vollintegrierte hat natürlich einen höheren Werterhalt, weil es von außen das alte Fahrzeug nicht zu sehen ist. Ja. Das ist vielen auch wichtig. Viele Kaabe-Kunden halten diese Fahrzeuge sehr lange. Sehr, sehr lange. Und wie gesagt, man benutzt das nicht für 3 Wochen im Jahr, aber für 3 Monate oder das ganze Jahr. Also viele Kilometer werden damit gefahren. Und wegen des Front, das ist für uns natürlich auch eine ganz große Investierung. Und wir können das auch nicht jedes Jahr komplett ändern. Wollen wir nicht und können wir nicht.
Innovation Design habt ihr eingeführt vor 2 Jahren? Schon lange. Das ist schon seit 2005 oder 2006. Es geht darum, dass diese Aufkleber, üblicherweise werden ja Aufkleber draufgeklebt, die gehen nach einer Zeit kaputt. Das geht gar nicht anders. Die Aufkleber gehen kaputt. Ja. Das hier sind keine Aufkleber. Nee, das Einzige, was Aufkleber ist, ist dieses Kabellogo, aber alles andere ist gedrückt. Also das Alublech ist gedrückt und das hält sich für sehr lange, 10 Jahren. Ich darf das mal aufklären. Das ist nicht gedrückt, es ist gedruckt. Gedruckt. Es ist nicht reingedrückt, weil du bist aus den Niederlanden, du sprichst sehr gut Deutsch. Warum? Ja, weil ich viel mit dir rede wahrscheinlich, ne? Genau. So, das ist Innovation Design. Ich zeige es mal gerade nochmal im Detail. Das ist so drauf gedruckt, dass, ich sag mal, auch UV-Licht dem nicht so viel anhaben kann, oder? Also UV-Licht ist natürlich das Problem immer mit Aufkleber und das merkt man nicht, weil das hier natürlich dann gedrückt ist. Sehr schön. So, ich zeige es mal gerade. TV-Außenanschluss. Man sieht so ein bisschen, der Trend geht ein bisschen weg zur automatisierten SAT-Anlage. Merkt ihr das? Das heißt, viele Router, viel mehr Internet jetzt Nachfrage? Ja, bei uns natürlich serienmäßig. Aber wir merken auch mit den verschiedenen Ländern, dass jedes Land hat seine eigene SAT-Anlagen und das haben wir dann nicht ab Werk. Das wird immer beim Händler verbaut. Nachgerüstet. Ja, wir sind hier in Grave, das ist unweit der deutschen Grenze, ungefähr auf der Höhe von Düsseldorf. Ja. Von Düsseldorf, glaube ich, 90 Minuten weg ungefähr, ja, was wir da sind. Das ist schon eine begeisternde Ausstellung. Sowas gibt es, glaube ich, nicht nochmal, oder in Europa? Wir haben in Europa sowieso keinen Händler, der nur Kabel hat. Alle anderen Händler haben mehrere Marken, dann steht Kabel daneben, dann hat man auch ein Premium-Produkt, aber hier bei De Greve in Grave hat man gesagt, okay, wir geben Vollgas mit Kabel, nur Kabel, Reisemobile und Wohnwagen. Wenn du das nochmal kurz aussprichst, bitte, dann zeige ich es mal. Das ist das, was geschrieben wird und so wird es ausgesprochen? De Greve. Mein Gott, ich werde es nie mehr lernen, Holländisch oder Niederländisch, so ist es, aber man muss sagen, die Leute kommen mittlerweile aus Deutschland her, weil es sehr zentral ist, auch für deutsche Verhältnisse. Ja. Also man ist ruckzuck hier. Ja, und wie gesagt, so eine Ausstellung, so wie man das hier hat bei De Greve, hat keine andere Händler, auch nicht in Deutschland. Und ganz viele Modelle. Und wenn du so viel Geld ausgibst, willst du natürlich auch sehen, was du dann kaufst. So, komm, wir machen mal auf hinten. Das besondere Konzept ist das Doppelbodenkonzept. Machen viele Händler, aber ihr habt es ein bisschen perfektioniert. Ihr habt versucht, erstmal, ich sag mal, Wärmebrücken zu vermeiden, wo es irgendwie nur geht. Dann habt ihr viel auch in Design investiert. Also das hier ist ja eigentlich nicht notwendig unbedingt, aber ihr macht relativ viel, dass wenn es Schnee, Eis und so weiter gibt, dass es kein Problem wird, oder? Ganz genau. Also mit extrem niedrigen Temperaturen ist natürlich die Heizung zusammen mit Ventilierung und Isolation am allerwichtigsten. Und du kannst hier genau in die Garage sehen, dass es einen Doppelboden gibt in den Aufbau. Aber in der Garage selbst haben wir auch Heizung. Du kannst das ganz genau hier sehen bei dieser ganz großen Kältebrücke, weil hier haben wir die Tür auf beide Seiten und du siehst die Leitungen für die Heizung. Das ist eine Heizung, welche wassergeheizt ist. Ja, ihr macht euch immer viele Gedanken um das Thema Skifahren, Anziehen, Sachen. Das sind wintertaugliche, ich sag mal, Geräte. Wie sieht das aus in Schweden? Sind da, ich sag mal, die Campingplätze, die haben alle Stromanschlüsse richtig starke? Ja, richtig gute Anschließungen für Wasser, aber auch für Elektrizität. Im Verhältnis ist Elektrizität in Skandinavien billiger als bei uns. Und da wird auch viel mehr auf Elektrizität geheizt wie bei uns. Das heißt, die Alde hat ja auch serienmäßig bis zu 3 kW, glaube ich, kann die heizen? Ja, 31, 150 Watt. So, die Fenster rahmenbündig. Ja. Die Markise, es gibt auch welche ohne Markise eigentlich? Kann man das bestellen? Ja, natürlich. Geht. Aber fast alle werden mit Markise bestellt. Mhm. Ja. Ja, ich habe jetzt ausnahmsweise mal einen ohne bestellt, weil mir die Markise mal um die Ohren geflogen ist, das letzte Mal. So, hier sieht man so, das Ganze geht jetzt auch mit Lithium seit neuestem? Ja, aus Aufpreis. Ja. Das geht. Das geht.
So, ihr habt ein besonderes System von Dometic, ihr habt ein Bussystem installiert, das werden wir uns gleich mal anschauen. Damit kann man das ganze Auto steuern. Das ist recht interessant. Ihr seid auch, glaube ich, die Einzigen, die das in der Größe einbaut von Dometic. Ja, das stimmt und der Grund war für uns, dass wir so viele Zubehörteile gehabt haben und so viele Schalter, dass es für unsere Kunden, aber auch für uns selbst schwieriger geworden ist. Und darum haben wir selbst dieses Limbus-System entwickelt und serienmäßig ist es mittlerweile bei aller Reisemobile und auch bei ganz vielen Wohnwagen. Ja, hier steht's ALDE. Wer sich nicht auskennt, das ist eine Wasserheizung. Und ich habe zurzeit eine Luftheizung, funktioniert ganz hervorragend. Aber das warme Wasser hat einen riesen Vorteil. Die Strahlungswärme kommt von den Seitenwänden und nicht aus irgendwelchen Öffnungen raus. Das heißt, das Fahrzeug in sich heizt von praktisch außen nach innen. Und das ist ein riesen Komfort. Ja, das stimmt. Und nicht nur von der Seite, aber auch von der Fußboden, weil alle Cabrio-Fahrzeuge haben Fußbodenheizung und bei uns hat man garantiert warme Füße und ein kühles Kopf und nicht umgekehrt. Ihr habt sogar einen Van, muss man sagen, mit Fußbodenheizung. Ja. Viele machen das ja damit Luftheizung und einem Doppelboden, geht auch. Aber es ist nochmal ein Riesenunterschied, wenn da warmes Wasser durchfließt. Wie sagen denn die Leute? Sind die glücklich? Ich sag mal, wer jemals was anderes hatte als ALDE, will immer wieder ALDE haben, oder? Natürlich würde ich sagen, dass man bei Cabrio das absolute Beste hat, was man kaufen kann, aber man muss das einfach erfahren. Und ich kann versprechen mit Cabrio-Fahrzeugen, dass man immer das Komfort erlebt. So, hier ist eine Schublade, zieh mal bitte raus. Ein kleiner Auszug mit dabei. Ist das Serie? Das ist serienmäßig, ja. Okay. Wasser. Da habe ich also oft gesagt, naja, jetzt habt ihr so ein Fahrzeug, das kostet so viel und der Wassertank hat nur wie viel Liter? 90 Liter. 90 Liter. Woran liegt das, dass ihr nur mit 90 Litern arbeitet? Man muss das ein bisschen aufklären, weil viele kämpfen da ja mit 200, 300 Litern. Aber dann ist meine Frage, warum braucht man so viel Wasser? Man braucht auch nicht die ganze Zeit damit rumzufahren, weil auf dem Campingplatz kann man das am Ende beifüllen. Es gibt einen Festanschluss bei Cabrio, dass das Citywasser geht? Ja, haben wir bei die Reisemobile serienmäßig. Serienmäßig? Ja. Das heißt, ich schließe einen Schlauch an, brauche kein Wasser zuführen, habe meinen Platz. Ganz genau. Viele Cabrio-Kunden stehen fest. Also das muss man sagen, die wirklich das hier als Haus verwenden. Ja. Sich einen schönen Ort aussuchen. Ganz oft habt ihr das in der Schweiz, wo Schweizer sagen, hey, ich bewege die gar nicht mit wenig, ich sag mal, Kilometerleistung, die dann nur von einem tollen Ort zum anderen fahren und da lange bleiben? Natürlich sehen wir das mehr bei Wohnwagen als bei Reisemobile, aber auch im Verhältnis gibt es ganz viele Cabrio-Kunden mit Reisemobilen, die feststehen oder für längere Zeit feststehen. So, der Gasverbrauch ist sehr gering. Wenn du gerade noch mal reinfährst, bitte, dann mal schauen, ob der Gaskasten, ich nehme an, der ist da drüber, ist auf. Der Gasverbrauch ist sehr, sehr gering, weil die Isolierung so gut ist, Ja. oder die Dämmung. Ja, das hat alles die Vorteile bei Cabrio. Und das ist nicht etwas, wo man direkt daran denkt, aber das sind natürlich am Ende, wenn man das Fahrzeug benutzt, sieht man, hey, das ist eine ganz niedriger Verbrauch von Gas und auch Elektrizität. Das ist wirklich sehr niedrig. Also es ist auch interessant, wenn es sehr heiß ist draußen. Ihr habt immer kleine Klimaanlagen verbaut, weil ihr braucht beim Cabrio keine großen. Es ist eigentlich auch so, dass wir ganz viele Fahrzeuge verkauft haben ohne Klimaanlage und nur mit dieses Cabrio Airvent, und das ist ein Dachventilator. Und für viele Kunden reicht das. Natürlich nicht, wenn es wirklich fast 50 Grad draußen ist, dann braucht man Klimaanlage, aber dann merkt man auch, dass man die Klimaanlage auch nicht die ganze Zeit benutzt, weil die Kälte bleibt auch in das Fahrzeug, solange die Türen und Fenster geschlossen sind. So, zeig mal bitte hier, wenn du das mal rausziehst, das ist ein spezieller Lift, dass man die auch wirklich leicht entnehmen kann. Thema Gastanks habt ihr selten, oder? Haben wir nicht, ab Werk. Tankflaschen, gibt es sowas? Die Flaschen haben wir, die unsere Kunden benutzen, aber fest eingebaut, nein, haben wir. Das kann aber ein Händler, also ich sag mal, es gibt ja diese Tankflaschen, hast du die mal gesehen? Also die man nachfüllen kann an der Tankstelle. Ich habe so eine eingebaut, deswegen, also es ist eine ganz normale Flasche. Aber das ist so eine normale Flasche, welche hier reingeht. Also genau, ein bisschen größer. Okay. Die kommt da rein. Ja, So, solange man Platz hat, dann geht das. was ist hier drunter? Hier haben wir den Tank für Diesel. Okay.
So, er tankt Diesel, in der heutigen Zeit ja, ich sag mal, eine Geschichte, aber es gibt ja noch keine Alternative. Vielleicht kommt ja mal das Thema Wasserstoff. Wir haben hier die neueste Technologie an Diesel, also die neuesten Abgasnormen werden hier erfüllt, ja. AdBlue und so weiter. Sehr sparsame Fahrzeuge. Sie haben oft wenig Kilometerleistung. Wenn einer sagt, das ist ja ein spritfressendes Monster, man darf bitte denken an die Ölheizung zu Hause, also was die allein verbraucht. Tausende von Liter im Jahr, je nach Hausgröße. Und hier reden wir, einer fährt vielleicht mal, steht dann wieder 3 Wochen. Er fährt ja nicht dauernd, oder? Nein, das stimmt. Also es ist natürlich eine ganz andere Weise vom Camping machen. Ja. So, das ist die Breite. Ihr habt schmale Fahrzeuge, ihr habt daraus gelernt, 2,30 Meter? 33, ja. Okay. Ja. Alarmanlage-Serie hier bei dir? Alarmanlage ist serienmäßig. Also alle voll integrierte Modelle haben 2,33 Breite. Und später werden wir auch noch ein Modell zeichnen, welche 2,50 Meter Breite hat. Ein Reisemobil? Ein Reisemobil, ja. Ihr habt ein Reisemobil mit 2,50 Meter Breite? Ja, steht draußen, aber gucken wir zusammen später. Ist das neu? Nein, das haben wir schon Jahren und das wird auch am besten eigentlich verkauft. Wir als Hersteller bei Kaabe sehen, dass den 87er Royal wird am meisten verkauft wegen der Breite. Ich bin allerdings großer Fan von schmalen Fahrzeugen, mittlerweile, muss ich sagen. Am Anfang wollte ich so breit wie möglich. Mittlerweile merke ich, 20 Zentimeter ist eine Welt, wenn du in südliche Länder fährst. Ja. Also kleine Ortschaften. Ja, aber es gibt auch ganz viele Kunden, die umgekehrt sagen. Die haben früher immer schmal gefahren und die sagen auch, wir können besser 20 Zentimeter breiter gehen als 1 Meter länger, weil dann hat man viel mehr Platz. So, mach mal bitte auf. Die Aufbautüre kann man öffnen. Das ist auch eine eigene Konstruktion von euch. Ja. Das heißt also... Eine Zusammenarbeit natürlich von unseren Lieferanten mit Kaabe. So, hier sieht man sehr schön, ihr habt eine beheizte Matte, also die kann man hochheben, da läuft im Prinzip warmes Wasser drunter. Ja, Warmwasserheizung und für uns ist das natürlich ein ganz großes Problem, diese Kabine, weil das ist eine ganz große Kältebrücke und ja, sicher die voll integrierte Modelle haben auch die Konvektoren rundum, auch bei das Fenster vorne, die Frontscheibe. Also das wird super geheizt und wie du sagst, diese Warmwasser-Fußbodenheizung in der Kabine ist auch serienmäßig. Hier sieht man es auch, Elektrofenster hier mal mit drin. Hier vorne ist auch eine Heizung. Das heißt, überall, wo eine Wärmebrücke ist, gibt es eine Heizung. Ja, Kältebrücke. Ja. Gut. Ja. Sehr schön. Ihr habt eine eigene Anpassung gemacht an das Cockpit-Design. Das ist bei dem breiten Modell, gibt es auch auf Mercedes, das große? Ja. Okay. So, das heißt, hier ist dann alles ein bisschen anders. Das ist sehr aufwendig, solche Bauteile zu, ich sag mal, fertigen. Trotzdem, es darf ja auch nichts klappern oder knirschen. Das ist ja das nächste Problem, oder? Ja, und das ist etwas, was man einfach erfahren muss bei Kaabe. Aber auch die Konstruktion von Aufbau ist anders wie bei den anderen Herstellern. Und das merkt man, wenn man fährt, weil bei Kaabe hört man fast kein Geräusch wegen der Fähre. Fast kein, vielleicht können wir uns da man hat natürlich immer Geräusch, wenn weil du hast ein Fahrzeug mit einem Aufbau, mit einem komplettes Haus und dann hörst du natürlich immer Sachen, aber im Vergleich mit anderen Marken ist das ganz, ganz leise. Sehr schön. So, wir sind ja mal zusammen gefahren, haben mal eins abgeholt. Da war ich doch sehr überrascht, wie handlich das Fahrzeug sich im Alltag bewegen lässt, ja. Weil es eben nicht so hoch ist. Also viele Hersteller, gerade jetzt im Premium-Segment, bauen ja weit über 3 Meter Höhe. Ja. Ihr seid, glaube ich, bei 3 Meter rund? Ja, 3 Meter. Ja. So, ich zeig's mal gerade. Wir haben die Gesamthöhe von 3,6 Meter. 3,6 Meter. Und das ist in der Praxis gerade Bäume, weil es ist oft die Höhe das Problem, nicht die Breite. Ja. Wenn du dann hinkommst und du suchst einen Platz und die Bäume sind im Weg, die kannst du ja nicht jedes Mal abschneiden mit der Säge. Und es fährt wie ein Luxusfahrzeug, ein PKW. SUV. Ja. Sehr schön. So, der obligatorische Schuhschrank, der darf natürlich auch nicht fehlen. Alles ist immer beheizt. Das heißt, wenn du da was reinstellst, trocknet. Du siehst hier auch eine Ablage, wo du dann deine Schuhe reinbringst und wenn die Schuhe nass sind oder kalt, dann wird das schön geheizt und wird das auch getrocknet. So, jetzt kommen wir an das Innendesign. Da scheiden sich die Geister. Kaabe ist ja nicht für jeden. Das wäre ja schlimm, wenn alle Geschmäcker gleich wären. Aber es ist ein recht, ich nenne es mal ein recht zeitloses Design, was du hast. Ja? Das heißt, hier Fliegengitter gerade nochmal zeigen, natürlich integriert.
Das hat so ein bisschen was, ich sag mal, von Österreich, Skihütte, Sauna, ist das so? Und Skandinavien-Geschmack auch. Und wie du sagst, es ist nicht extrem, das brauchen wir auch nicht. Und ganz viele Kunden glücklich gefällt dieser Innenraum und diese Farbe. So, wir haben ein Hubbett, das habt ihr aber so schön integriert, dass es gar nicht so sehr stört. Nein, nein. Und du siehst auch, da unten hast du noch Stauraum und Ablage. So praktisch wie möglich, alles serienmäßig verbaut. Peter, du warst mal ganz alleine im Vertrieb für Europa, hast das Ganze aufgebaut, mittlerweile hast du viele Kollegen. Du bist zuständig für welche Länder? Für Europa, kann man sagen, außer Skandinavien. Okay, so das heißt also, die sind unterwegs, eigentlich hast du keine Zeit, trotzdem nimmst du dir die Zeit, weil man muss Carbe erklären. Ja, ganz genau. Das ist ein erklärungsbedürftiges Produkt, Ja. denn wenn die Leute das Preisschild sehen und sagen, naja, dafür kriege ich ja auch aus deutscher Produktion, das sieht doch ähnlich aus von außen, hat auch 4 Räder, hier ist alles anders, das heißt Doppelbodenkonzept. Ja, und die Spezifikationen natürlich, jedes Reisemobil ist voll ausgestattet und wenn man das dann nicht gut erklärt, dann wird der Kunde das auch nicht direkt sehen. Aber ja, es gibt ganz viele Sachen, die wir erklären müssen und die man nicht immer direkt sieht, so wie die Fußbodenheizung, Isolation. Das Leder macht ihr selber, ihr habt da einen Partner, der das Wir macht? haben einen Partner und das ist echtes Leder für diese Modelle. Ja, Ist das gemütlich? natürlich ist das gemütlich. Blöde Frage, oder? So, ich zeige mal gerade, auch das Fenster haben wenige im Einsatz. Es lässt sich sehr leicht öffnen und sehr schnell. Ja. Wenn du mir das mal kurz zeigst, bitte. Man kurbelt nämlich nichts. Das war's. So, du bist jetzt, wie groß bist du? 1,75. Kommst du da dran, dass du es wieder schließen kannst, das Fenster? Ja, weil du hast hier einen Hebel. Da ist der Griff. Ganz genau. Sehr schön. Ich mag das Fenster, weil man kann es echt schnell auf und zu machen. Ja. So, Klimaanlage ist Serie? Nee, das ist eine Option, ne? Wir sind hier in einem Grau und dann ist es Aufpreis. Ja. Imperial hat es serienmäßig. Also es geht noch höher. Geht es noch höher, ja, hat man noch eine höhere Ausstattung. So, und besonders viel Wert legt er auf hotelähnliches Design im Und Bereich Komfort. und Komfort. Die Matratzen sind gut. Also ich habe ja einen Van von euch. Man schläft da wie in Gottes Schoß. Ihr habt Topper drauf. Topper drauf, serienmäßig, immer. Thema Lichtdesign. Ihr seid nicht die, die am schnellsten sind, wenn irgendwelche Trends umgesetzt werden. Ihr habt also die Sachen, die ihr euch genau anschaut. Inwieweit hat denn Europa so ein bisschen den Geschmack verändert bei den Skandinaviern? Weil ich nehme an, ihr habt ja am Anfang nur für Schweden gebaut, oder? Oder für die skandinavischen Länder? Ja, Anfang 90er Jahren, das ist schon lange her, aber dann war es nur konzentriert auf Schweden und Norwegen und mittlerweile wir sind in 2022 und man sieht auch, wie viel Erfolg wir haben in die anderen Länder. Und ja, das ist ein anderer Geschmack und wir haben gesehen, dass wir auch so viel mehr verkaufen, weil wir so viel moderner geworden sind. Hier sieht man eine tolle Ausstattung. Man kann das Ganze noch erweitern zu einer Liegewiese. Zeig mal bitte, wie geht das? Man kann hier das ausziehen. Jetzt fragst du mir etwas. Da ist die Schublade. Hier hast du auch einen Leiter, aber du kannst hier das alles auslegen, so. Und dann gibt es eine zusätzliche Matratze. Hier haben wir den Leiter. Die ist integriert, die Die Leiter. ist integriert und dann eine zusätzliche Matratze und hast du ein Bett über die ganze Breite. Okay, verstanden. Also für Familien optimal. Ja. Drunter hast du noch Stauraum mit drin. Das heißt, du hast also hier, Ja. zeig mal bitte. Ich werde es mal gerade rein. Ich zeige euch mal gerade hier den Blick. Gut, 2,30 Meter. Man merkt es ein bisschen. Das hier hat jetzt ein Mittenbad mit drin. Ja. Das heißt also, die Gesamtbreite ist ein bisschen eingeschränkt, aber das muss jeder überlegen. Da muss er einfach mal rein, auf den Messen das Ganze ausprobieren, denn das Raumgefühl, das kann man auf dem Video nicht so gut zeigen. Thema Küche, der Backofen. Der muss nicht immer drin sein, oder? Der ist jetzt über dem Kühlschrank, jetzt in dem Beispiel. Aber bei den Wohnwagen habt ihr ja oft so riesen Backöfen mit drin. Das ist Carbe, oder? Ja, am meisten serienmäßig. Nicht bei allen Modellen rein, aber bei Royal und Imperial Wohnwagen ist das serienmäßig. Und bei die meisten Reisemobile ist es auch serienmäßig. Aber wie du sagst, auch oben im Kühlschrank. Geht. Ja. So, hier vorne. Ist das ein starkes Modell, wo wir gerade drin sind für euch?
LGB. Bei jedem Hersteller wird 2 Einzelbetten mit Garage am meisten verkauft, auch bei Kaabe. So, ihr habt eine Zentralverriegelung, erklär mal bitte. Ja, wir haben hier die Schubladen, die sich ganz leicht öffnen und auch wieder dicht machen mit Softclose. Und hier haben wir ein einfaches Teil, womit wir alle Schubladen einfach schließen können. Da ist so ein kleines Schneidebrettchen, nehme ich an, was drin ist. Auch das ist verriegelt. Nee. Jetzt habe ich es. Moment. Peter, wir haben jetzt so lange nicht mehr gedreht. Du bist immer noch aufgeregt wie am ersten Tag. Ja, das ist interessant. Ja. weil du sagst jedes Mal, wenn die Kamera kommt, ja, du hast es 1000-mal gezeigt, ja, bei Händlern. Man muss da auch dazu sagen, ihr habt immer mehr Händler bekommen. Also es ist wirklich die Arbeit, ich glaube, das war ein anderes Leben noch vor 3 Jahren, oder? Bei dir. Ja, oder ich bin bei Kaabe erst angefangen als Kunde, als Importeur. Aber seit 2013, das sind doch auch fast 9 Jahre, bei Kaabe angestellt. Und dann haben wir ganz viel geschafft und ganz viel mehr verkauft und natürlich auch mehr Händler. So, bitte einmal zeigen. Wir gehen gleich noch mal kurz in die Küche. Das Hubbett ist elektrisch? Ja, das, wie funktioniert das? Das funktioniert über das Panel, was wir gerade besprochen haben. Und das ist ganz einfach. Hier haben wir die Pfeil und dann kommt das Bett elektrisch nach unten. Natürlich soll ich die Polster wegnehmen. Beide Stühle soll ich drehen. Aber großes Bett hier, Leder an der Seite. Ja. Alles ordentlich gemacht. Gibt es das auch ohne Hubbett auf Wunsch? Auf Wunsch würde das gehen, ja. Aber die meisten kommen mit Hubbett? Serienmäßig kommen die mit Hubbett. Ab und zu wird das ohne Hubbett bestellt und dann hat man natürlich das Vorteil, dass man mehr Zuladung hat, weil das ein großes Gewicht ist, aber die meisten werden doch mit die serienmäßig Hubbett bestellt, weil ja, damit ist man flexibel. Fass mal bitte nochmal hoch, dass wir das sehen. Also ein großes Hubbett mit drin, die Ablagen. Geht automatisch an und aus. Mhm. Und was interessant ist, man merkt es kaum. Es ist wirklich gut integriert. Das habt ihr selber gemacht. Ihr baut die selber, die Hubbetten? Ja. Okay. Auch ein Riesenaufwand. Also die müssen ja auch funktionieren, so Hubbetten. Ja. Das ist ja normalerweise, viele greifen ja dann auf Hersteller zurück. Dann das Thema Beschläge, das ist auch ein wichtiges Thema. Nur vom Feinsten. Das geht natürlich auch ins Geld, muss man sagen. Ja, das sind vielleicht Kleinigkeiten, aber diese viele Kleinigkeiten machen natürlich viel aus und kosten natürlich auch Geld. Wenn du Dämpfer hast auf 2 Seiten, dann kann so eine Klappe nicht schief gehen. So ein Schloss ist ganz bekannt, das hat jeder Hersteller, aber funktioniert sehr gut. Mhm. Und das, was gut funktioniert, wollen wir auch nicht ändern. Ihr habt hier Teppich drunter nochmal. Das Thema Schall ist auch ein Thema. Hier ist nichts drin, trotzdem ist es trocken, der Schall. Ja, ist trocken, wenn man in ein Kabel lebt und das macht man mehr als bei anderen Marken, dann hat man natürlich Feuchtigkeit und das wird hier in diesen Teppich aufgenommen und du merkst auch in der Akustik hier drin ist es ganz viel Komfort. Du merkst, es ist ganz angenehm hier drin zu sein. Das ist nicht mehr der Originalsitz. Das heißt, ihr habt sogar den Fahrersitz ausgetauscht und den Beifahrersitz. Ja. Hätte man nicht machen müssen, weil die kommen ja mit dabei, oder? Die sind beim Chassis dabei. Ja. Aber ihr habt sehr, sehr gute Sitze gewählt. Ja. Ja. Setz dich mal bitte drauf. Du brauchst wahrscheinlich bei dem Auto keinen Luftdruck-Fahrersitz gefedert. Nee. Nee. Ist auch nicht möglich. Denn ich bin mal Mercedes-Benz gefahren. Ja. Man braucht noch nicht mal eine Luftfederung, weil die Federung richtig gut ist. Ja, die Federung ist schon gut, aber hat auch mit der Typenprüfung, Typengenehmigung zu tun, dass wir nicht diese Luftfederung anbieten können. Aber man braucht es. Einfach mal fahren. Also ich sage immer so, denn es ist schon ziemlich beeindruckend, du fährst damit und es fühlt sich an wie ein PKW. Das ist das Interessante. Ihr habt ganz viele Sachen anders gelöst, zum Beispiel das Ablassen des Grauwassers. Wie funktioniert das? Auch über das Panel mit einer Pumpe und dann wird Frischwasser und Grauwasser wird entleert, sodass es nicht gefrieren kann. Gut, wenn man das möchte. Also ich muss nicht unter das Auto krabbeln oder irgendwas machen, brauche ich nicht. Nee, brauchst du nicht. Gut, aber trotzdem zeige ich noch mal ein kleines, schönes Design. Beispiel, kann man das wählen da oben? Man kann das wählen, also das ist natürlich eine Geschmackssache. Man kann es komplett weglassen, sodass die Gardinen von oben, von der Oberschränke kommen.
Oder natürlich kann man auch die Gardinen austauschen und dieses Textil kann man austauschen, unabhängig von Polster. Ja, ihr habt eine riesen Auswahl an Holzfarben, nämlich genau eine. Genau eine. Das reicht. Das reicht. Wo andere 3, 4, 5 verschiedene Holzdekore anbieten. Ich meine, ihr seid kein Massenhersteller, trotzdem, ihr habt die Farbe geändert vor einiger Zeit. Also Ja. das ist jetzt in dem typischen etwas gräulicher, Ja. nicht mehr so dieses braune. Stimmt, also ab und zu, nicht jedes Jahr, aber so einmal in 4, 5 Jahren ändern wir das Innendesign und das ist am meisten die Farbe. Das Ganze soll ja lange Zeit Freude machen. Das Ja. bedeutet keine großen Änderungen, aber trotzdem der Stand der Technik muss ja angepasst werden. Ganz genau. Was war grundlegend in den letzten 3 Jahren? Was habt ihr, ich meine, ich habe gesehen, das Dometic-System ist ja neu. Ja, natürlich die neuen Produkte, die unsere Lieferanten anbieten, die benutzen wir auch, aber nicht, bevor wir das selbst auch getestet haben. Und das ist für alles, für Fenster, für die Heizung, für die Schränke oder was auch immer. Das ist eine Steckdose, welche dann vorbereitet ist für eine Mikrowelle. Lasse ich mir immer zusätzlich montieren. Bei euch ist es schon drin. Ist es Serie? Nicht bei allen Modellen, also Imperial hat es wieder serienmäßig. Hier sind wir in Braun, dann ist es wieder nicht serienmäßig, aber es ist zumindest vorbereitet. So, ich zeige es mal gerade hier vorne, dass man das Ganze sieht, wie man kocht, nämlich mit Gas. Ja. 2 Brenner mit elektrischer Zündung. So, der Kühlschrank, den haben wir schon 1000-mal gezeigt. Mittlerweile in jedem Reisemobil der Welt vorhanden. Und hier sieht man eigentlich ein schönes Beispiel, wo man eine Heizung unterbringen kann. Das ist die Alde. Das ist die alte 2030, die neueste alte Heizung. So, hier links die Batterien, wie gesagt, auf Wunsch auch Lithium. Auch da, ich sag mal, das Thema Autarkie kann man auf die Spitze treiben bei Carbe, aber ab Werk, ich sag mal, sind die ausgelegt für einen Stromanschluss, weil viele, die nach Skandinavien fahren, nutzen die Stromanschlüsse. Autarkie ist da nicht so das ganz große Thema, oder? Na doch, weil in Schweden ist es möglich, überall Camping zu machen. Du brauchst nicht unbedingt auf einem Campingplatz zu sein und dann hat man keinen Strom und Wasser. Und dann haben wir natürlich das vorbereitet und dann wird auch eine Solaranlage zu empfehlen sein. Ja, Schweden ist aber krass, was die Unterstützung von Campern angeht. Du kriegst alles überall. Ja. Du kriegst an jeder Tankstelle Frischwasser, du kannst entsorgen, du kriegst Strom überall. Es ist, Ja, das stimmt. krass. Ja. So, komm, wir zeigen mal. Bitte mal öffnen, das ist das Bad. Auch da habt ihr runde Türen gewählt. Und das klassische Schwenkbad. Länge nochmal von dem Fahrzeug 67 ist der hier? 67 Aufbau, also insgesamt über 8 Meter. Über 8 Meter. So, und hier unten, das kann man drin lassen? Ja, Holzboden ist eine Zubehör, eine Option. So, große Dusche. Geh mal bitte rein. Kurz mal sehen, da ist noch richtig viel Platz. Du bist knapp 1,80 oder? 1,75. 1,75 und hast noch richtig Freiheit hier drüber. Ja. Bitte einmal setzen auf die Toilette. Auch da, großes Thema ist ja, wo geht es mit den Beinen hin? Bei großen Leuten in Skandinavien sind die Leute oft groß. Auch groß, ja. Ja. Viel größer wie ich. So, und das ist vorne drin. Ein Spiegelschrank habt ihr drin. Ja. Auch Schön. eine Steckdose. Und eine richtige Duschabtrennung, wie man die von zu Hause kennt. Das Ganze ist ja gedacht zum Leben im Auto. Also viele leben da ja ein halbes Jahr drin. Wenn sie in Skiurlaub fahren, ist das in Skandinavien eine Sache? Ältere Leute kaufen sowas oft, weil es kostet ja auch ein bisschen was. Muss das Geld haben? Es ist interessant, weil in Skandinavien haben wir relativ mehr Kunden, die ein bisschen jünger sind, weil es gibt nicht so viele Anbieter von Reisemobile und Wohnwagen, die das Fahrzeug gebaut haben für das Klima dort in Skandinavien. Für die Kälte. Wir reden hier über ein Fahrzeug bis zu minus 50 Grad. Gibt es das schon mal in Skandinavien, minus 50? Also ich bin nicht von Skandinavien, ich bin nicht von Norwegen oder Schweden, aber ganz oben in Norwegen oder Schweden ist es komplett normal, dass es minus 40 Grad ist. Minus 40 Grad. Ja. Jetzt könnte ja bis plus 40, das heißt, wir reden jetzt mal über einen Kälteunterschied von 90 Grad.
da arbeiten ja die Materialien. Was habt ihr für Materialien im Einsatz? Ihr habt GFK im Einsatz oder habt ihr Blech? Nein, wir haben Blech. Wir haben Alublech und das braucht man auch bei diesen Temperaturen, weil es muss arbeiten können. Und wir sehen in unseren Tests, dass GFK nicht von heute bis morgen auf längere Zeit gibt es Probleme mit solchen Unterschiede in Temperaturen und nicht so sehr ganz niedrig oder ganz hohe Temperaturen, aber mehr die Geschwindigkeit, womit die Temperaturen ändern können, wenn der Sommer aufkommt zum Beispiel. Das ist so, ja. Ihr macht das Ganze ja schon ewig. Blech, gucken wir uns gleich mal an, wie das außen gemacht ist. Was ist auf dem Dach drauf für Material? Auch Alublech. Alublech. Alles, was du an Kunststoff siehst, das ist nur Optik, das ist nur optisch. Am Ende, die Konstruktion selbst ist ein Alubox. Und das ist sehr gut und für uns ist das perfekt zu konditionieren. Und dann hat man immer das Komfort in aller Jahrzeiten. Viele Reisemobile, die älter sind, 10, 15 Jahre, haben Probleme mit der Dichtigkeit. Wie geht ihr damit um? Ich meine, die halten ja leider länger als 10, 15 Jahre. Dir wäre es auch wahrscheinlich recht, wenn sie mal nur 20 Jahre halten würden. Dann müsste man öfter mal ein Kabel kaufen. Aber sie halten lang. Wie habt ihr das gemacht mit der Dichtigkeit, mit den Stoß? Wir haben eine Dichtigkeitsgarantie von 7 Jahren unter der Bedingung, dass es jedes Jahr kontrolliert wird. Und das reicht, weil wenn man nach 7 Jahren nichts gemerkt hat, dann gibt es auch nach diesen 7 Jahren keine Probleme mehr. Wir kennen bei Kabel keine Dichtigkeitsprobleme. Das Einzige, was natürlich passieren kann, ist, wenn man nachher eine Markise einbaut oder eine Klimaanlage oder Dachfenster, dann kann es sein, dass es ein Problem gibt und darum haben wir diese Prüfung von 7 Jahren. Und die Fachhändler, die auch wissen, wie viel Material man da bitte aufbringt, damit es auch dicht ist, ja, weil viele sparen dann auch im Sikaflex, da muss man fast eine ganze Tube für eins, muss ja mehrfach dicht sein, das sind auch mehrere Ringe, die man abdecken muss, also das sollten Fachleute machen. Ganz genau, im Schnitt benutzen wir über 60 Kilo von Butylkitten. Ja. Mach mal bitte auf hier den Schrank. Da ist ein Kleiderschrank, das Thema Wärmeschrank, Trockenschrank. Erklär mir das mal bitte. Du siehst hier vielleicht darunter schon den Konvektor von der Heizung. Also wie gesagt, nicht nur Fußbodenheizung, aber auch Konvektoren rundum. Also falls du Kleidung hast, was nass ist, dann wird das hier getrocknet. Hier sieht man auch, ihr habt das alte Bedienpanel versteckt, weil das braucht man im Alltag nicht. Ja. Na, wir haben auch die alte Heizung funktioniert über das Smart-D-Panel von uns selber. Aber da müssen wir natürlich irgendwo noch immer das Panel von Alde selbst einbauen und das haben wir hier gemacht. Es funktioniert sogar beides. Also man kann auch am Alde einstellen, die reden miteinander. Ja, aber es ist einmal einstellen, eigentlich macht der Händler das und für den Kunde benutzt dieses Panel von Alde nie. So, hier unten sieht man, man kann alles über die Aufbaubatterie betreiben, aber die Heizung, die kann man sogar zur Not über die Fahrzeugbatterie betreiben. Da gibt es einen kleinen Schalter. Ja, 12 Volt. Also 12 Volt, 230 Volt. Falls nichts mehr geht, aber die Heizung geht noch. Die geht noch, ja. Okay. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es könnte ja mal irgendwas passieren. Ich denke, wenn es mal so minus 40 Grad ist, dann dauert es ja nicht lange, bis hier eingefroren ist. Ja? Und deswegen soll die Heizung immer gehen, oder? Ja, die Heizung ist natürlich ganz, ganz wichtig. So. Also ich denke, wir haben ja schon ganz viele Videos gezeigt. Das ist jetzt ein 22er Modell, bei dem man hier die Sitzgruppe sogar noch zum Bett umbauen kann. Das ist absenkbar, aber der Vorteil ist, ich kann auch den Tisch absenken, die Füße drauflegen, wenn ich will. Ja. Das ist was ganz Praktisches und ja, tolles Reisemobil. Wenn du mal gerade den Fahrersitz mal drehst, bitte, dass wir das mal, weil es sieht ja jetzt immer so ein bisschen das ist immer so die Herausforderung. Am besten geht es, wenn man sich draufsetzt. Das hast du einmal zu mir gesagt. Mal gucken, ob das Lenkrad richtig ist. Geht, ja. So, nur, dass wir das mal sehen. Ja, wenn ich das haben möchte, wir sind in Grave. Das ist knapp über die Grenze, Nähe Kalkar. Das ist so ungefähr die Richtung, die man fahren muss. Aber ihr habt viele Händler auch in Deutschland, überall mittlerweile? Mittlerweile überall in Deutschland, ja. Und auch mehr und mehr Reisemobilhändler. Aber die größte Ausstellung, wenn man mal fast alles sehen will, da ist mal... In Deutschland haben wir auch ganz große Händler und auch ganz viele Fahrzeuge, aber hier
Bei der Gräfe in Grave haben wir alles auch drinnen stehen, wo alles schon geheizt und beleuchtet ist. Also alles oder das meiste ist drin, so kann man sagen, ja. Denn mittlerweile gibt es so viele Modelle, die schaffen die nicht mehr, obwohl eine Riesenhalle da ist. Ein paar stehen heute mal draußen. Wir haben unter anderem wieder mal ein 12 Meter langes einen 12 Meter langen Wohnwagen, den wir gleich mal zeigen wollen. Aber und steht hier auch drin. Steht auch drin und draußen. Ja, und draußen, weil bei Kabe haben wir 212 Grundrissen für Wohnwagen und über 60 Grundrisse für Reisemobile. Und dann hast du recht, das geht natürlich nicht alles drin. Aber von jeder Modellreihe und jeder Grundriss hat der Gräf eine hier in die Ausstellung stehen drin. So, jetzt überlege ich gerade, was ist hier drin. Auf der einen Seite ein kleiner Schrank. Sehr süß. Aber das ist zum Beispiel toll, wenn du jetzt Schlüssel oder irgendwas ablegen möchtest. Ja, wir versuchen von allen möglichen Plätzen auch erreichbar zu machen und praktische Lösungen zu finden. So, dann zeig mir last but not least bitte noch einmal das Bedienpanel. Das ist sehr einfach aufgebaut. Ja, alles was grün ist, ist eingeschaltet und du kannst hier die Beleuchtung kannst du bedienen. Hier hast du Ambient Light, du kannst das Hubbett bedienen, die Alderheizung wird über das Panel bedient und alle möglichen Zubehör, die du findest in so einem Reisemobil, geht über das Panel. Das heißt, ihr habt ein Bussystem mit drin. Ja. Wenn du zum Beispiel mal gerade auf die Heizung drückst rechts. Ich habe gerade die Heizung angemacht und dann jetzt gehen wir zur Temperatur und dann siehst du, dass es genau das alte Panel ist und noch zusätzliche Sachen, was bei Kabe dann serienmäßig ist, so wie die Winterkupplung, Fußbodenheizung. Zum Beispiel die Klimaanlage, die arbeitet Hand in Hand mit der Alde. Das ist hochinteressant. Die schaltet sogar die Heizung ab, macht die Klimaanlage an, wenn man das will. Das geht auch über das Panel hier? Das geht auch über das Panel, weil hier gehe ich zur Klimaanlage und kann ich hier die Beleuchtung einschalten und hier die Klimaanlage. Auch mit Geschwindigkeit, mit Ventilator. Ja. So, komm, wir gehen mal raus. Heute drehen wir ich glaube, heute ist der 19. Ich muss mal kurz schauen. Meiner Uhr, der 17. haben wir. 17. März 2022 und ja, mit dir unterwegs heute. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und wenn ihr Lust habt, kommt zu einem der vielfältigen Kabehändler oder fahrt zu De Gräf in Grave. Caravan Recreatie, oder wie heißt das? Caravan Recreatie. Ja, da ist es. Tschüss, danke fürs Einschalten.